So, weiter geht's. Dann schauen wir mal. Ah ja, genau, wir können nichts machen. Wir müssen jetzt mit dem Schiff segeln. Aber, wenn wir schon mal hier sind, quatsche ich noch kurz mit den Typen hier. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Mag. Wir wollen uns so einen Felsen anschauen. Oh, ist das dein Gesicht, das man gerade so erkennen kann? Könnte das denn sein? Ich sehe noch gar nichts. Es ist so winzig, dass man es übersehen würde, wenn man dich nicht kennt. Ja. Aber wir kriegen noch mal ein bisschen Mag. Sehr schön. Yep. Muss ja auch langsamer König werden, Pikachu. Ja, das stimmt. Aber ich habe im Gefühl, das dauert noch mindestens 40 Stunden. Atlus-Spiele sind ja immer mega lang. Aber wir sind schon mal immerhin unter den Top 20. So. Ich bin bereit. Virga Island is this spot right here. Wonder how many days away it is. Boah, bin ich auch mal gespannt. Aber wir können jetzt wenigstens über Wasser. Und wenn wir an Tag 1 ist Hitze, okay. Hier scheint auch noch ein neues Gebiet zu sein oder ein neues, sag mal schnell. Neues Weltwunder, kann man es so nennen? Egal. Die Strömungen in der Gegend sind stark. Wir müssen um sie herum und ihnen ausweichen, sonst kommen wir vom Kurs ab. Ich schätze, es dauert um die 4 Tage und 3 Nächte. 3 Nächte auf See. So. Vielen lieben Dank für das Teilen meines Streams, Mrs. Neuro. Vielen lieben Dank dafür. Tis actually moving. A fine effort. Was it ever in doubt? You're the master at the helm, my dear. Virga Island, eh? Well, I can say it's wholly foreign to me. 'Tis a land within an archipelago where many Mustari live. I've heard their faith involves a special maiden of some kind. How have they managed to avoid the church's influence? I doubt they've the manpower or arms to fend off the crown theocracy. There's something there that could overturn history, as the Sanctists tell it. Something so damning they couldn't even afford their soldiers seeing it. So the rumors say, at least. Might just be a conspiracy theory. As for this dragon god's lance, we shall need to negotiate. If negotiations are even on the table. Ugh, why all the fuss? Just kill him and take it. Auf gar keinen Fall, du Arschloch. Keep it simple. It's always kill, kill, kill with you two. Hey, Lord Luis's orders. Don't need to tell you, do I? Yet you'd impugn Count Luis's reputation with wanton massacre. Simple, was it? Ugh, give it a rest. Are we there yet? Hard to talk strategy with those two hanging around. Boah, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, erst wo die uns begleiten werden, ey. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein, was wir sagen. Ladies and gentlemen, feast your ears on this. The elder boy candidate seems to have crossed the channel to the island on a gauntlet runner too. Is he all right? They say the waters are clear amongst us now, but... If he made it, that means my husband can go out fishing again, doesn't it? I have to say, I expected at least one daredevil to try plowing straight through the inner sea, but I never thought it'd be that boy. That's the same lad who exposed that lady from Martira, isn't it? He's not bad. But Virga Island's infamous people, treacherous. Even the crown theocracy struggled with them for years. So how will this shake out? The festivities have just begun.
the gauntlet runner takes to the water in its new form, setting out to the wide open sea. Their destination, Virga Island, an enigmatic foreign land that not even the long arm of Sanctism can reach. Not all present now would count themselves as allies. Will this prove difficult, or something else entirely? You're speaking? Neuere Stimme halt durch das Läufertelefon. Heißmeer hat seine Angelausrüstung am Deck verteilt. Wenn du angeln lernen willst, frag ihn. Pass nur auf, dass du nicht ausrutscht und ins Meer fällst. Auf dem Meer vergisst Heißmeer mitunter, das Angelzeug vom Deck wegzuräumen. Alle Fische, die du fängst, können als Kochzutaten genutzt werden. Noch 3 Tage bis zur Insel Virga. Juna und die Brüder haben den Fairnessläufer deutlich aufgewertet. So. Vielen lieben Dank für das Teilen, Miss Neuron. Mehr als 10 Personen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So. Dann können wir jetzt ja vielleicht erstmal was kochen. Das verbraucht ja jetzt keine Zeit mehr. Und, oh, neue Rezepte. Kochen wir mal. Halt 400 TP und Verbrennungen. Ich gucke erstmal, ob ich was habe, was MP regeneriert. Traumfressermücken, okay. Ah, dann machen wir mal das. Let's check. Hey. Fleisch mit einer kleinen Beilage ist ja ganz nett, aber ich ziehe einen Schmorbraten vor, der schön lange gekocht wurde. Wenn das butterweiche Fleisch in deinen Mund schmilzt. Ach, das ist eine Klasse für sich. Allerdings braucht diese Zubereitungsweise eine halbe Ewigkeit. Die Zeit für die Zubereitung sollte einen aber nicht davon abhalten. Und sobald du ihn einmal gekostet hast, wirst du ihn immer wieder kochen wollen. Würze das Fleisch gut und brate es von allen Seiten an. Es sieht schon so aus, als könnte man es sofort essen, aber wir müssen uns zurückhalten. Got it. Jetzt müssen wir es ruhen lassen, damit sich die Aromen entwickeln können. Wir müssen die Wärmezufuhr sorgfältig kontrollieren und im Blick behalten. Bei diesen Düften bekommt man direkt Appetit, aber wir müssen standhaft bleiben. Der Saft ist wertvoll und wir dürfen keinen einzigen Tropfen verschwenden. Kriegt man so voll Hunger, ey. Hervorragend. Das Gericht, das Troll und ich zubereitet haben, bietet eine wahre Geschmacksexplosion. Das ist Haseneintopf. Gut gemacht, wenn ich mich da mal selbst loben darf. Hoffentlich schmeckt es dir. Yay. Schmeckt mir super. Ohne dass Zeit verging. Sehr schön. Können wir das eigentlich so oft machen, wie wir wollen? Let's not. Nee, wir können nur einmal machen, aber dafür vergeht keine Zeit. Ich guck mal, ob wir neue Bücher haben. Jetzt mehr Bücher. Sehr cool. Streng geheime Lyrik. Nicht lesen. Und das tun wir natürlich da rein. Was können wir denn noch machen heute? Geangelt, Wäsche gewaschen, Kampfstrategien. Pflanzen brauchen wir erstmal nicht, das kann man später machen. Ich würde sagen, wir lesen da mal direkt ein Buch. Auf dem Umschlag steht in großer Druckschrift nicht lesen. Etwas sagt mir, dass es Junas Kreativtagebuch ist. Ich habe es noch nicht gelesen. Vermutlich hat Juna es selbst geschrieben. Da steht, dass man es nicht lesen soll. Aber macht das dann nicht einen noch neugieriger hineinzusehen? Natürlich. Mehr Mut? Ja, komm, machen wir das mal. Gucken, was die so schreibt in ihrem Buch. Haufenweise kryptische Sätze und abstrakte Zeichnungen füllen die Seiten. Wurde das in einer Art Trance geschrieben?
Der Unterschied zwischen Mond und Sternlicht. Jener zwischen dir und mir. Zwischen Liebe und Romanze. Fragen wie diese überfluten die Seiten. Ich weiß nicht wieso, aber beim Lesen wurde mir heiß und kalt. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Nun, wir können sicher sagen, dass der künstlerische Ausdruck für Jonah eine ernste Angelegenheit ist. Auf jeden Fall sind wir mutiger geworden. Ja. Das war jetzt nicht so ein spannendes Tagebuch, ehrlich gesagt. Aber wir sind mutiger geworden, das ist die Hauptsache. As the sun dips below the horizon and the stars begin to reflect off the water's surface, the gauntlet runner reaches the shore. Lurking below the surface, in the black and fathomless deep, are the eager eyes of predatory hunters. But the party, safe inside their gauntlet runner, relaxes from the burdens of their voyage, gazing out over calm waters. Wir werden beobachtet, also sei vorsichtig, was du sagst. Okay, bei allen dreien kriegen wir Fantasie. Wo sind aber die anderen beiden? Ach, die stehen da einfach nur rum. Und er pennt hier. Ich erwarte nicht, dass wir von Monstern überrascht werden wie ein Land. Aber man kann ja nie wissen. Für alle Fälle lasse ich besser mal das Notlicht an. Aber ehrlich gesagt, könnte kein normales Monster es schaffen, meinen Meeresläufer zum Kentern zu bringen. Ja, haha. So, und was mit dir, Fidelio? Falls du glaubst, ich lasse auf einmal alle Vorsicht aus, nur weil es Nacht ist, hast du dich geschnitten. Wenn du etwas ausprobieren möchtest, nur zu. Graf Louis wird von mir keine Rechenschaft fordern, okay? Und was sagst du? Dieser schnuckelige kleine Fairnessläufer hat mich echt nervös gemacht. Ich dachte, der sinkt im Moment, aber heute ist der anständig gelaufen. Und vor allen Läufern der Kandidaten ist dieser hier ziemlich schnell für seine Verhältnisse. Ohne Lady Juna wäre ich aber nicht eingestiegen. Wir schauen nochmal unsere Werte an. Redegabe bräuchte ich eigentlich, aber ich kriege entweder nur Mut. Ich glaube, ich lese das Buch weiter, weil wir sind fast auf Stufe 4 Mut. Und vielleicht kochen können wir nicht mehr, weil sich der Läufer ja nicht bewegt. Und wir damit keine Elektrizität haben, so zum Kochen irgendwie. Obwohl die Lichter alle an sind. Ah doch, das geht wohl, okay. Aber dann geht das nur nicht, wenn wir in der Stadt sind, okay. Ah, vielleicht sollte ich mal alles einmal kochen, weil die haben noch keine Symbole und vielleicht gibt es ja ein Achievement oder so, wenn wir alle kochen. Ich mach mal 4 hiervon. Let's check. Got it. Qualitativ hochwertiges Fleisch ist an sich schon köstlich, aber richtig zubereitet schmeckt es gleich noch viel besser. Ich wiederhole hier nur etwas, das ich irgendwo mal gehört habe. Ich will damit sagen, dass wir hier nicht willkürlich alles zusammenwürfeln können. Das beste Resultat werden uns auf bewährte Weise zusammengestellte Zutaten liefern. Ich begann das Essen mit Stroll vorzubereiten. Got it. Und es werden wieder Spieße gerüstet. Ich glaube aber, das hatte ich schon mal den Dialog. Puh, da wir das jetzt erledigt haben, sind wir fast an der Ziellinie angelangt. Würde ich das nur für mich zubereiten, würde ich es nicht so genau nehmen. Aber man muss sein Bestes geben, wenn man für andere kocht. Ja, ich glaube, das hatten wir echt schon mal. Das sieht köstlich aus. Ich muss nur einen Blick darauf werfen und weiß schon, dass es gut schmecken wird. Das ist Rotgas-Bidou. Bei dem Aroma kriegt man richtig Appetit. Ist auf jeden Fall mega praktisch, dass keine Zeit mehr vergeht. Dann sollten wir jetzt darauf achten, dass wir das jedes Mal machen. So, und dann lesen wir wieder in ihr Buch. Vielleicht steht ja diesmal was Spannendes drin.
Haufenweise kryptische Sätze, ja. Ein ganzer Abschnitt wurde von 2 dicken Linien durchgestrichen. Und es stehen folgende Worte nebeneinander. Meine Seele schreit. Ist das Ihre Handschrift? Auf der nächsten Seite wimmelt es von Buchstaben und Symbolen, die ich nie zuvor gesehen habe. Ist das eine Sprache, die nur Juna selbst kennt? Nun. Alright. Vielleicht noch 1-2 Mal 4 Sterne Sachen lesen. Oder 4 Punkte kriegen. Also 8 Punkte vielleicht noch. Dann sind wir auf Stufe 4 Mut. Oh, goodness. Diese Schwüle ist so erdrückend. Gegen das Meer habe ich ja nichts, aber ich brauche 10-mal so lange, um mein Haar zu bändigen. Sure. Oh, das kannst du laut sagen. Und die Meeresbrise macht es nur noch schlimmer. Wie steht es bei diesem Wetter um dein Haar, Hulkenberg? Yes. Man sorgt sich nicht mehr um solche unbedeutenden Dinge, wenn man schwitzend eine Waffe schwingt. Wie wär's? Hast du Lust auf eine kleine Trainingseinheit? Oh. Ich verzichte dieses Mal, meine Liebe. Dafür bin ich nicht die Richtige. Weißt du, während ich jemanden suche, der mir mein Haar kämmt, suche ich dir einen Trainingspartner, ja? Ja, stimmt, Pikachu. Das ist immer ein bisschen blöd, dass sie das so nie anzeigen. Aber ich finde hier, bei Metaphor ist das schon viel besser als bei Persona 3 und 4. Da kann man so ungefähr ahnen, wie weit man vom nächsten Punkt ist. Also ich finde die Anzeige eigentlich im Gegensatz zu den älteren Teilen schon sehr gelungen. Dafür, also man kann, wie gesagt, ein bisschen abschätzen, wie viel noch ungefähr fehlt. Aber eine ganz genaue Anzeige wäre manchmal schon schöner. So. Wir sollten vielleicht direkt erstmal wieder kochen. Warum steht er denn hier? Ihr habt hier eine echt hübsche Küche. Nicht so schön wie die von Luis, aber ich kann dir bestimmt trotzdem eine ordentliche Mahlzeit zubereiten. Aber vielleicht kocht er mit. So. Ich würde vorschlagen, wir gucken dann einfach mal, dass wir in dem Spieldurchlauf alles Mögliche kochen. Halt TP und Gift bei allen. Machen wir davon direkt mal 5 Stück. Let's check. Und schon wieder Stroll. Now then. Wenn wir einfach von Fleisch reden, sollten wir auch daran denken, wo es herausgeschnitten wird. Das wirkt sich nämlich stark auf den Geschmack und die Textur aus. Für jeden Teil gibt es eine ideale Zubereitungsweise, die, wenn richtig ausgeführt, ein zartes und köstliches Ergebnis liefert. Das ist doch erstrebenswert, nicht wahr? Also, um was für ein Fleischstück handelt es sich denn hier? Aha, nur keine Sorge, ich kümmere mich darum. Er ist nicht nur ein Ehrenmann, er ist auch Profikoch. Unser Stroll. Und es muss wieder Fleisch und Gemüse geröstet werden. Nein, jetzt ist es fertig, hau rein. Alright. Ja, gar nicht so schlecht. Siehst du den Saft? Das ist der Beweis dafür, dass es schmecken wird. Wir fügen nur etwas von dem Aroma zu und dann sind wir fertig. Aber nur eine Prise, sonst übertünchen wir den Eigengeschmack des Gerichts. Antitoxischer Hasenbraten. So. Und ich würde sagen, dann lesen wir das Buch direkt jetzt fertig. Wir haben ja sonst nichts, oder? Ne. Oh, die spielen beide? Echt? Ach. Ihr kämpft besser, als man meinen sollte. Anscheinend könnt ihr ehemaligen Ritter doch mehr als nur angeben. Ich habe nur Brettspiele mit ihm gespielt. Das war ein Spaß. Wache und hin oder her. Wir beide profitieren davon, über Taktik nachzudenken.
Handgezeichnete Illustrationen überall. Auf der einen Seite die Welt, auf der anderen ein Herz. Ein Verbindendes liegt dazwischen. Sie hat versucht, es zu zeichnen. Als nächstes die Darstellung einer riesigen Frau, die die ganze Welt lächelnd umarmt. Soll das etwas darstellen? Alright. Und wir haben es beendet. Now then. Tatsächlich wird über 8 Punkten, also wir sind schon drüber sogar ein bisschen. Aber wir sind schon waghalsig, sehr cool. Wir sollen aber echt mal gucken, dass wir auch mal Redegabe hochkriegen. Come look at this. Ahoi, ihr werdet mir nicht glauben, was ich da draußen sehe. Ich steige mal auf die Bremsen. The gauntlet runner halts at a sandy hollow that suddenly arises from the sea. The towering seawall. It is not an island or a reef, but a mass of sand expanding below sea level. There is no sign of a water flow. There are many places in Oceania where the laws of nature fail, but here it is especially evident. The surface drops as though it were gouged out. Still, best not to be distracted by the spectacular. Monsters roam the deep, and tales of people being dragged below are not uncommon. Mächtige Meeresmauer. Okay, das sieht schon cool aus. Wow, das Meer hat sich geteilt und wir stehen auf dem Meeresgrund. Dazu sind Magler-Anomalien in der Lage. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Wasserkugel im Brillhafen. Aber das hier ist beeindruckender. Dell, bist du dir sicher, dass nichts passieren kann? Das Wasser wird nicht plötzlich zusammenströmen oder sowas? Kannst du nicht schwimmen? Basilio, kannst du eventuell nicht schwimmen? Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten, die dich nichts angehen. Seht mal, das sind Fische in der Wasserwand. Sogar glitzernde Fische, die ich noch nie gesehen habe. Was ist mit Hulkenberg los? Enough. Hey, du willst doch nicht etwa in die Meereswand stechen, oder? Ich wollte uns nur schon mal das heutige Abendessen sichern. Die würde selbst diese seltsamen Fische essen. Ja, die isst echt alles. Diese Fische, dieses seltsame Leuchten ist vielleicht ein Verteidigungsmechanismus. Sie sammeln sich in der Tiefe und leuchten, um Monster abzuschrecken. Das sind also Schwächlinge, die sich zusammenrotten? Das erinnert mich an gewisse Leute. Du musst nicht jedes Mal damit anfangen. Außerdem ist es ganz natürlich, bestimmte Dinge zu seinem Vorteil zu nutzen, besonders wenn man schwach ist. So? Vielleicht könnte man diese Leuchtfische verwenden, um Farbe herzustellen. Hey, Hulkenberg, fang mir ein paar Fische, damit ich sie mir ansehen kann. Verstanden. Ich fange auch noch für jeden von uns eine Portion zum Essen. Nein, die Nahrungsvorräte in der Stadt sind mehr als ausreichend. Außerdem sieht der Himmel nicht gerade gut aus. Vielleicht zieht ein Sturm auf. Ich verstehe. Dann lass uns zurückkehren. Das widerstrebt mir zwar ein wenig, aber wirklich nur ein wenig. Er könnte recht haben. Wenn es zu regnen beginnt, könnte es sein, dass die Meereswand zusammenstürzt. Lass uns früher gehen. Durch diesen unerwarteten Anblick habe ich anscheinend mehr Weisheit erhalten. Weisheit brauchen wir aber noch ein ganz schönes Stück. Bitte sehr, das ist eine Zeichnung der Meereswand. Ich habe sogar die Leuchtfische lebensecht gezeichnet. Da wird sich Maria aber freuen, wenn wir ihr das zeigen. As the water sparkling in the setting sun begins to lose the light shimmer, the gauntlet runner reaches the calm surface of the reef. Yet the day draws to an end, and all are left to wonder how to spend the evening hours. What terrible rain. It'll be a storm soon enough. Can this vessel withstand it? It's doing better than me, at least. Suppose we do owe Forden, if only because he handled that sea monster. Closure, etc. Did we hit a rock out there or something? Back in a mo, I'll go sneak a look outside. Those fool brothers are still abed.
Even in this tempest? Bloody Parapus. Almost makes one envy them. Right, I heard. You aren't too fond of the Parapus. They both had horrible upbringings, those two. But they really do have kind hearts behind the glares. They've risked their lives for mine countless times. One time, I asked what I could do to repay them, and they came over all red-faced. We'd like to hear you sing, Lady Juna. Your voice is awful pretty, Lady Juna. Is this a joke to you? You think an outcast Eugene is in no position to speak ill of Parapus? What? No, I didn't mean. Bloody hell, how does anyone sleep on this old bucket? You feel that shaking earlier? Huh? Could cut the air in here with a knife. What were you two on about? Könnte ich denn jetzt sagen, Wir haben Anekdoten ausgetauscht. Everyone's life stories, I suppose. Indeed. Talking about how I dislike the Parapus. You and the rest of the world. Or do you think you're special? We don't have to keep dancing around it, do we, Del? Why can't we be straight with them? Just come out with it, yeah? Tell him you still ain't sure that stuff with Glottel was on the level. If even we're suspicious, there's no way Lord Luis hasn't worked it out already. Not that it matters to me, anyway. Still, I had to make sure, see for myself whether Lady Juna is on our side or not. Whew. Come on, you two. Ah! Something's out there! Look outside! It's a monster! A great briny beast! Everyone to the deck! Quick! Boah, hat der Ding das Vieh vielleicht doch nicht besiegt? Oder hat sich nur so ein kleines Vieh geangelt? Und das hier ist das wahre Monster, also bei der zur Schaustellung. Our prep. Erstmal speichern. Dieses Schaukeln, ich kann kaum stehen. So kann das nicht weitergehen. Seriously. Verdammt nochmal, darum hasse ich schäbige Schiffe. Wir besprechen das später. Beeil dich und tu etwas. Wird's bald? You having a laugh? Was hat dieses Monster für ein Problem? Falls Lady Juna verletzt wird, steht dein Leben auf dem Spiel. Das Seeungeheuer lebt noch. Es darf den Läufer seine Hoheit nicht beschädigen. Ja, also wie gesagt, dieser Forden hat das also gar nicht gekillt, das Seemonster. No way. Was in aller Welt ist das denn? Ich dachte, Forden hat das Monster besiegt. Das ist es. Das ist es doch und badet in der stürmischen See. So werden wir also beschissen. Hier muss ich hoch, ne? Genau. What is that thing? The hell are you doing? This supposed to be you helping those in need? Oi, Del! Now! Hurry! You alright, Del? Habt ihr gesehen, das Ding hat eine Krone um Tentakel? Nicht, dass das auch in Wahrheit ein Mensch ist? Oh shit. Oh, ich hab's doch gesagt. We've got the arms. We'll clear him out of the way. Got it. If we don't kill the thing, we're all sunk. Don't get used to it. Yeah! Come on over here! Now's our chance! So, noch ein paar Bilder fürs Thumbnail. Ja, für die Thumbnails. Schaut euch den Bastard an. 5 Ohren an einer Seite. Ha, meine Rede. Der und ich sind einer Meinung, dass das ein Bastard ist.
Drücke LB für die Befehlssicht und dann Gruppe und während des Kampfes Gruppenmitglieder auszutauschen. Dieser Wechsel verbraucht ein Aktionssymbol, okay. Aha. Was hat sie denn? Einmalige Schwäche gegen Frost. Und einmalige Schwäche gegen Finsternis. Mach mal Kande. Sehr schön. Okay. Lend me your strength. Ja, warum nicht? Let me help. Thank you. I owe you. Trust me. I shall fight as the noble. Keine verwendbare I Synthese. call upon royal power within. Dann würde ich mal sagen, machen wir Häcksler. Sehr schön. Observe the enemy. Let us fight as one. If you would. Burst forth. Boah, fast 1000 Schaden, sehr cool. Aber du verschwindest mal. Und zwar dich gegen... Weil ich gerne den mal bestehlen möchte. By this power. Ja, warum nicht? Here. My thanks. I'm obliged. Much thanks. In the name of no holding back. I'll cut you down. Und wieder kritisch, sehr nice. Magic Knight. Behold, we stand together. Ja. Ja, doch. We'll team up. And thus I end it. Let us clean up this mess. So, wir gucken mal, was du noch kannst. Aber wir beklauen ihn erstmal. I'll take this. You're going to your name, eh? Okay, er besitzt gar nichts. If we can take out some legs, that'll mean less attacks to deal with, right? Ah, das stimmt. Aber du sollst erstmal heilen. We can do this. I owe you. Trust me. My thanks. Now. Hack and slash. Is everyone all right? Let justice prevail. Not this. To safer ground. Magic Knight. Mach mal Flugschuss. I'll run you through. You think yourself equal to a youth? Now accept your fate. Rancor. My legs feel heavy. I feel sick. Oh, scheiße, das macht krank. Nice one, Captain. Hulkenberg's sick. She can't fight at her full strength. Wir greifen mal... Oder habe ich vielleicht etwas, was alle angreift? Magic Seeker. Okay, das sind Beine und Arme. Wartet mal. Ich guck nämlich, ich sehe gerade, diese Schmuckstücke haben alle eine andere Farbe. Vielleicht zeigt das ja direkt den Schwächen an. Oder auch nicht. Nehmen wir mal das hier einfach. No holding back. Abilities are down, and healing magic can't help him. I'll cut you down. Right on target. Nice one, Stroll. Come.
Not now. Ah ja, sie ist ja auch krank. With blade in hand. Greif ruhig mal den an. Stroll's been hit with a sickness. We're in trouble with him weakened. Then again, Ich glaube, ich hol mal wieder Juna rein. the rest is up to Taking you. center stage. I'll not give in to sickness. By this power. Better be sure. Let's go. Scout! Captain's hurt bad. Let's get him some healing. Es ist halt scheiße, dass sie krank sind. Someone I call get upon healed royal up. power within! The captain's sickened. My His abilities are strength. down, and healing magic can't help him. So, schauen wir mal. Gegen Krankheit. Auf jeden Fall du. Thanks. Stroll's been hit with a sickness. Fast. We're in trouble with him weakened. Descend to the storm. You hit their weakness. Don't let up Magic now, Seeker. Hulkenberg's I'm sick. worn out. She No can't fight holding her full back. strength. Hack and slash! Right on target. Nice one, Stroll. My strength. Ah, du bist schon hinten. Genau, du bist die Nachhut. Dann kannst du auch mal heiliges Wasser auf, ja. Just the thing. Oh, please! Hulkenberg's badly wounded. Someone heal her. Puh. This should be good. Helpful as ever. Hulkenberg's in bad shape. She needs help. Angst ist außer Kontrolle geraten. Na, egal. The captain's can't anxiety afford is to hold overwhelming back. him. Sword Er hat trotzdem eingeheilt. So, du machst wieder Flächenangriff. Nice one, Stroll. Oh, nee, 3 Arme. That should make Ne, things alle a Arme little sind weg. easier on Sehr us. schön. It's not over yet. Power of heroes. Wer ist als nächstes dran? Unsere Maskentänzerin. Sollte ich mal ein Heildings nehmen? Ja, sicher ist sicher. That helped. My thanks! That helped. Fast. Und du kannst mit Blitz angreifen. Their weakness. Don't let up now, Will this Juna. even work? Ah, diese scheiß Angst. Ah, egal, aber der doch gerade. Weil bei Angst kann ich dem wohl manchmal keine Befehle geben. The captain's fighting his anxiety and they're targeting him. Is everyone okay? We've got to heal up. Juna's badly hurt. Over Get her some healing. Ah, shit. Get her back up. Hulkenberg's down. Sword master! Someone help her get back in the fight. Hack and slash! Roll her back. Fast. Anyone get on healing. Wo haben wir wieder beleben? Hier. This should work. My spirit is In the name of unbroken. justice! Puh. Wenn du weitergibst, ist Hulkenberg dran. Das ist nicht so toll. Ich sollte auf jeden Fall noch mal heilen. Here! Thanks. Was needed. Thank you. Is that all? Okay, sehr schön. For all that we strive for. Ho, ging eigentlich. Der war gar nicht mal so scheiße, der Kampf. Ich hätte nur vielleicht die Arme viel eher ausschalten sollen. Sabaras Lutscher. To ever greater heights. Die haben auf jeden Fall sehr schöne Erfahrungen bekommen. I admit, it feels good to get stronger.
Aha! I have never known such heights. Excellent. I've grown more powerful. Power can be so intoxicating. Ha, lief eigentlich ganz gut. We overcame it somehow. I can't believe this. There are still monsters out here. Borden lied. He lied to everybody. Either he lied, or he didn't know. Maybe the humans are spreading faster than anyone expected. Oh, first time we've seen you lot really cut loose. That sure was magic, even with no igniters. Guess that's the kind of power that kills humans. And you can do it too, Lady Juna. Well, I picked it up from him. You know I've a knack for improvising, love. But we'd never have gotten through this without you two helping us. Thank you. Of course, my lady. You too, Fidelio. Don't mention it. Wouldn't have survived otherwise. Wait, something's amiss. I still hear water flowing, but it's coming from inside the runner. Uh-oh. Blast! We're dipping awfully low. Getting a bit soggy in here, chums. Hold on, we're sinking. You've got to be kidding. Bail the water. You two, help us. What? You can't just order us... Oh, this bloody rust bucket. Ich glaube, die beiden sind eigentlich ganz korrekt. Also Fidelio und Basilio. Nur die sind leider auf der falschen Seite. Okay, und dass die alle sofort abmuchsen wollen, ist auch schon ein bisschen scheiße, aber naja. Ihr alle hattet wohl gestern einen langen Tag, was? Ich bin froh, dass wir alle unbeschadet bis zum Morgen geschafft haben. Ich bin froh, dass wir nicht gesunken sind, aber all das Wasserschöpfen hat meinen Rücken ganz schön zugesetzt. Ihr alle habt großartige Arbeit geleistet und dank euch geht es dem lieben Mädchen gut. Lasst eure müden Knochen zur Belohnung ein wenig verwöhnen. You're right. Wie wahr, vielleicht würde ein freier Tag auch die Laune der beiden Brüder etwas heben. Also was meint ihr? Nehmen wir uns die Zeit, um entspannt das Meer zu betrachten. Wenn es geht, möchte ich erstmal wieder kochen. Morgen sollten wir die Insel erreichen. Come on. Vielleicht sollten wir auch mit denen reden. Wurde das Loch im Läufer repariert? Ich dachte schon, wir würden auf jeden Fall sinken. Ah, wie lange bist du denn schon da? Nun, wie auch immer, es ist gut, dass wir gestern alles über die Bühne gebracht haben, was? Basilio scheint nicht so defensiv zu sein, wie ich. Es könnte ein guter Augenblick sein, um Dinge mit ihnen ein wenig zu verbessern. Noch nicht. Weil erstmal kochen. Machen wir mal kritische Fleischklöpse. Machen wir mal 2 Stück. Nur Hulkenberg weiß, wie man das kochen kann. Ich rufe sie mal. Hail. Ich habe schon länger über dieses Thema nachgedacht. Man kann doch durchaus sagen, dass ein großer Bissen Fleisch besser schmeckt als nur höfliche kleine Stückchen. So genieße ich es am liebsten. Man beißt kräftig zu, bekommt das Fleisch in all seiner Fülle zu schmecken und kräftigt den Kiefer. Warum soll man es in Stückchen schneiden? Das stimmt allerdings. Schön richtig so einen dicken Brocken Fleisch einfach in die Fresse schieben. Ich halte mich in Sachen Würzen auch nicht sehr zurück. Am besten sorgt man dafür, dass sich die natürlichen Aromen der Zutaten entfalten können. Wenn die Tiere schon sterben müssen, um unseren Hunger zu stillen, dann sollten wir ihr Opfer zumindest ehren, indem wir ihren Geschmack vollends auskosten. Die ist so fettig, was das Essen angeht. Ich begann das Essen mit Hulkenberg zuzubereiten. Dabei achtete ich darauf, ihren minimalistischen Umgang mit den Zutaten beizubehalten. Hört euch das an, wie die einfach so am Rumhacken ist, so schön am Rummanschen. Heute wählen wir die Hauptzutaten. Ich möchte behaupten, dass dies ein ganz köstliches Gericht werden wird, wenn ich alles so zermansche. Good.
Welch angenehmes Aroma, nicht wahr? Diese unglaubliche Schärfe täuscht über die geschmackliche Vielfalt des Gerichts hinweg. Es ist so neu und einzigartig. So etwas habe ich noch nie gekostet und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder kosten. Alright. Und fertig. Das sind kritische Fleischklöpse. Sie duften verführerisch, nicht wahr? Puh. Was hast du denn zu sagen? Oh? Got a second? Ha. Yeah. Im Läufer mit Gallica gesprochen. Boah, mit wem sollen wir reden? Boah, mit wem können wir reden? Schlag mal was vor, Chat. Mit wem sollen wir reden? Wir können entweder mit Basilio, Juna, Fidelio, Gallica, wir können wahrscheinlich mit alle reden. Und ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich glaube, diesmal geben die keine Buffs Pikachu. Weil die haben alle kein Symbol. Und wir können diesmal auch mit Fidelio und Basilio reden und alle einfach. Es geht halt nur um ein bisschen plaudern wohl. So wie ich das verstanden habe. Wenn ich auf eine Karte schaue, sind hier nämlich auch keine Symbole. Ah, dann nehme ich auch Basilio. Wenn du das sagst. Mit dem, an dem war ich auch am interessiertesten eigentlich. Dann quatschen wir mal mit Basilio. Ja, reden wir mit ihm. Du willst mit mir reden, obwohl ich hier auf dich aufpassen soll? Na gut, aber lass uns dafür an Deck gehen. Wenn Dell uns sieht, habe ich ein Problem. Sam? Eigentlich habe ich nichts mit dir zu bereden. Dell hat mich auch gewarnt und gesagt, ich soll dich nicht stören, wenn ich gar kein Anliegen habe. Oh, allerdings gibt es da doch etwas. Danke für die Rettung meines Bruders. Das wollte ich dir unbedingt sagen. Trotzdem ist es ein Wunder. So ein seltsames Schiff. Ich meine, warum ist es bloß so klein? Es schaukelt und knarrt, als würde es gleich auseinanderfallen. Mit einem größeren Schiff hätte man das Meeresungeheuer einfach frontal rammen können, oder? Maybe. Ich meine, mal ehrlich, werden wir die Insel Virga jemals erreichen? Das wird schon irgendwie. Was meinst du mit vermutlich? Der Fairnessläufer von Lord Louis ist ganz anders. In dem spürt man selbst im Flug kaum, dass er sich bewegt. Und ich kann mich einfach aufs Bett fallen lassen und ausstrecken. Auf diesem Schiff geht das nicht. Ich habe Seemannsgarn gehört. Angeblich gibt es in diesem Meer ein Tor zur Hölle. Das klang für mich nach reinen Aberglauben. Aber gestern haben wir dieses Monster und die Welle gesehen. Siehst du die Gischt auf diesen Wellen am Horizont? Da tosen die Meeresströmungen wohl wirklich schnell und erzeugen einen Sturm. Meinst du nicht? Das ist ein Tor zur Hölle, ganz bestimmt. Und das bedeutet, dass dort wahrscheinlich auch jetzt noch Monster herauskriechen. Das kann jeden Mann Gänsehaut bereiten. Ich hätte doch nicht, ich hätte noch häufiger schwimmen sollen. Der hat mich gewarnt und bei sowas hat er immer recht. Du vertraust ihn ja wirklich. Naja, Dell ist der Boss. Wehe, du sagst was darüber, dass ich Angst vor dem Meer habe, kapiert? Das ist keine Bestechung, um dich zum Schweigen zu bringen oder so. Aber hier, nimm ihn, wenn du magst. Das ist ein Paripus-Talisman. Eine weiße Sandrose und sogar ein goldenes Item. Angeblich ist es immer gut, sowas dabei zu haben. Das könnte jeder aus meiner Heimatstadt bestätigen. Obwohl dies hier natürlich nur eine Fälschung aus einem Souvenirladen ist. Früher hatte ich einen echten, aber er ist mir in einem Kampf abhanden gekommen. Der hat ihn mir gegeben, als ich noch klein war. Der war sogar kleiner als dieser hier.
Ich weiß noch, wie glücklich ich war, als ich ihn bekommen habe. Mist, ich rede schon wieder viel zu viel. Schlagen wir bald unser Lager auf? Hey! Und kein Wort zu Dell. Nicht über den Talisman, nicht über mich. Wenn du auch nur den Mund aufmachst, gehe ich direkt zu Lord Louis. As the clear surface gives way to the glassy ink of darkness, the gauntlet runner reaches a remote island. The party gets a good night's rest, grateful for the still land that does not sway them at its whims. What to pick? So, was können wir jetzt machen? Mehr Fantasie. Das Buch haben wir durchgelesen. Vielleicht können wir noch mal kochen gehen. Was ist mit dir? Wir erreichen morgen die Insel Virga, ja? Du sagst, du möchtest für Grad Louis von Nutzen sein. Dann streng dich an und wir werden dich beobachten. Gut, erstmal kochen. Standhafter Eintopf. Dafür können wir auch ein paar machen. Machen wir. Ne, wir machen nicht 9, wir machen auch 5. Nur Hulkenberg weiß was. Okay. Diese Küche ist wirklich gut ausgestattet. Welch Unterschied zu meinen Zeiten, als ich allein umherreiste. Damals war es wichtig, flexibel zu sein. Wie bereitet man ein Gericht mit nur wenigen Zutaten zu? Die meisten Mahlzeiten waren die, über die ich am meisten nachdachte. Mir scheint, dass mich unser derzeitiges Umfeld verweichlicht hat. Es gibt keinen Morgen für diejenigen, die ihre einstige Entschlossenheit vergessen haben. Also gut, heute werde ich mich beim Kochen zurückhalten. Ich darf aber versichern, dass wir eine köstliche Mahlzeit zubereiten werden. Ich begann es mit Hulkenberg zuzubereiten und 7 Bandstücke wieder am Fleisch rum. Ich bin beeindruckt. Hier gibt es nur für die feinsten Küchenutensilien. Hier gibt es nur die feinsten Küchenutensilien. Nun, wir sollten nur verwenden, was wir müssen. Unnecessary. Wir haben unbegrenzt Feuer. Unterschätze die Natur nicht. Lass uns alles auf einmal kochen. Oha, ein verbessertes Gericht. Your thoughts? Standhafter Eintopf ist fertig. Ich hatte dir noch ein köstliches Gericht versprochen, nicht wahr? Cool. Also das mit schnell kochen ist mega praktisch. Jetzt macht die Küche wenigstens mehr Sinn. Come on. Ich mag das Meer nachts nicht. Man weiß nie, aus welcher Richtung die Wellen kommen. Und wenn ich mir vorstelle, aus Versehen reinzufallen. So. Bücher haben wir alle gelesen. Und wir kriegen nur Fantasie, ne? Von unseren Mitstreitern. Let's go. It's time. Boah, dann ja, komm. Ich würde sagen, wir sprechen mit ihm. Ah, it's you. Ja, wir unterhalten uns. Unser Besuch im Brillhafen war sehr ereignisreich, nicht wahr? Es ist eine ganze Menge passiert. Würde es dir etwas ausmachen, das Gedächtnis eines alten Mannes aufzufrischen? Was genau ist passiert? Wir hatten Kontakt mit Louis. Sure. Yes. Ja, du hast erfolgreich die Aufmerksamkeit unseres lieben Grafen erregt und seine Gunst gewonnen. Ich hatte meine Zweifel, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Und dazu hast du es geschafft, dich bei Louis einzuschmeicheln. Ziemlich riskantes Unterfangen, seinen Läufer zu entern, aber du hast es geschickt gemeistert.
Du hast das alles so mühelos getan, aber ich kann nicht leugnen, dass du wirklich ein Mann der Tat bist. Ein richtiger Macher sind wir. Dein Roman da, sind das die Worte, die dich antreiben? Ist das alles ein Versuch, die Welt der Illusionen real werden zu lassen? Versteh mich nicht falsch, ich wollte nicht spotten. Ein solcher Idealismus hat schon viele zu Großem bewegt. Auch ich hatte eine ähnlich eifrige Leidenschaft. Lange Zeit nahm ich an, nicht mehr in der Lage zu sein, solche leidenschaftlichen Träume zu haben. Doch mit dir steigen sie immer wieder auf. Vielleicht bist du die Liebe meines Lebens? Alright. Du ziehst dich zurück? Ha, deine saure Miene schreckt mich nicht ab. Der Schlaf kann warten, denn das Geschwafel dieses alten Mannes braucht ein aufmerksames Paar Ohren. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Luis has sent an emissary to Verga Island. As reported by a crier, it's the elder boy who brought Joanna to the judging. So he stands with Luis then. No doubt he seeks Dracodias. A gambit to steal the public's gaze, perhaps. Taking a prize from the only land beyond the church's reach. Laughable. The reason we leave those barbarians alone is that we've nothing to gain from them. Your Eminence? Merely a passing thought. Let him chase the lance. It changes nothing. With the dawn of Saints' Day, your Eminence's authority will be unshakable as the mountains. As long as we tell the public that these divine relics truly originated in Sanctism, yes, that should do. The candidates gathered at the Saints' Day festival will be under the protection of the King's magic. Some of them may use that as a shield to sow violence and discord. I am aware, Your Eminence. Please, leave everything to your humble servant. Oho! Und damit findet unsere Zeit auf See ein Ende. Wir werden morgen Mittag ankommen und müssen uns vorbereiten. Das Wetter hier auf der Insel ist wohl ziemlich heiß und feucht. Am liebsten würde ich mir einfach die Lanze schnappen und dann wieder gehen. Schön wär's, aber wir bereiten uns besser auf einen längeren Aufenthalt vor. Die Bewohner dieser abgeschiedenen Insel heißen Fremde sicher nicht so einfach willkommen. Vielleicht gönne ich mir vor unserer Ankunft noch eine schöne kalte Dusche. Schließlich wissen wir ja nicht, ob es dort ordentliche Gasthäuser gibt. Narrowly escaping the threat of the sea monster, the party rides the currents of the inland sea to their destination, Verga Island. Verga is a word given to the island by the mainland, meaning uncivilized. But its inhabitants give this name no purchase. Put another way, we are trespassers from a country that has unilaterally regarded the islanders as heretics. To forget this is to invite pointless conflict. As though it knows it is unwelcome, the gauntlet runner glides silently onto the island's less populated rear shore. I can't take this heat. It's enough to cook a man alive. All my ear fur is stuck together. Do we really have to go this way? There is a beautiful beach just over there. Chin up now, milady. Easy to get a good backstab when you're coming up behind him, see? There will be no stabbing, back or otherwise. Honestly. It's at least true that coming at them head-on would only alarm them. First, we need to find out where this lance is. You can bet the runner won't be spotted here, eh? Got the wide ocean on all sides. The old girl's not exactly unscathed from the beastie's clutches, so I'll stay back for a spot of repairs. Good luck on the lance hunt, what? Who's there? Innen erklingende Stimme. Are you from the outside? What's wrong? Ich habe eine Stimme gehört. I thought I heard a voice. A voice? Whose?
All that salt air gets to your head. Our chances out here already aren't looking too good. So, how do we find this, lads? Ideally, we'd blend in with the locals, gather information. But if they really are all Mustari, that might be a bit tricky. Let's see. To start with, we could try staying hidden and observing the village from afar. Sounds like a right hassle. How many days would you have us playing hide and seek? Fair point. How long can we actually stay on this island? Well, given the deadline for arriving in Altabury, it would be best to get the lance and leave by September the 5th. The sooner we're out of here, the better. Let's go. Hey, does this place look familiar to you? We may be a bit lost. You're kidding! We can't afford to get lost on some godforsaken island! This is a disaster! Oh, I'm sweating through my outfit. And these weird bugs. I've had enough! What I give for a snack and a cold tub to dunk me head in. Need you voice every little complaint? You are not the only ones enduring this trek. Quiet a moment. Running water nearby. Sounds like an open space. Could be a natural spring of some kind. What? Really? Let's head that way. Phew. I suppose we might as well if we're lost. Whoa! It's drinkable. Much clearer than the capital's water, too. Oh, brilliant. I could use a dip to get the salt off me. On. Who are you? Can you hear me? Then surely you must be a messenger of the dragon god. Is something amiss? I'm imagining things. Oha. Could it be a villager? You must be the... Priestess! Drei Augen auch. Let's go. Wie der eine Typ ganz am Anfang. Mainlanders! You're not of this island! Wait, listen! Seize them! Also haben die Mustari 3 Augen. Okay. Behave yourselves. Now, you're a candidate for the throne, are you not? You had to steal Dracodias, no doubt. And not content with that, you befouled the priestess's cleansing pool. We need hear nothing further. You shall all be executed. Fastest trial I've had. Calm down. First off, you can't kill a candidate. Have you not heard of the king's magic? You beg for your life in vain, wretch. Hail, I'm told the priestess is ready. Accept your fate. You're not getting out either way. What do we do now? It seems the brothers have fled. Perhaps they've gone to report to Neurus. I doubt it. Those thugs are here for the lance alone. They care nothing for us. We can work with that. Can't return without the lance anyway. But I'd rather see if we can break ourselves out instead of counting on them to save us. By the way, anyone else find it strange that they recognized a candidate at a glance? I wasn't expecting news to travel this far. Probably my fault, I'm afraid. They had a lot of questions, and they weren't gentle about asking. Well, fancy meeting you here. Was haben sie denn dieses Mal angestellt? Wie kommt der überhaupt hier hin? Oh, you wound me, sir. I was hoping the word of the Crown Theocracy might be worth something here. Turns out, they prefer chains to questions. But why are you here? Why else?
I heard some helpless, boneheaded twit of a candidate crossed the waters to Virga Island, so I naturally had to follow. Natürlich. I'd thought stowing away on that Mustari candidate ship might get me safely on the island, and, well... And now who's the helpless twit? This is ridiculous! Why would a crier go to such lengths anyway? Seemed as good an opportunity as any. I wanted a peek behind the Sanctus curtain, see what the truth really is. For now, we may as well be patient. You'll have your opening soon enough. The people here, well, you'll find they aren't as monolithic as they'd like. Have you heard? The Sanctus Church has ordered its adherents to seize all divine relics. Those zealots go too far. Surely this must be the reason for the Dragon God's wrath. Don't be alarmed, everyone. Please remain calm. Master Adeni. There are trespassers upon our island, from ships other than the trade vessels. But we have already captured them. Reportedly, one is a candidate, and one is a crier from the Sanctus Church. They seek Dracodios, the lance of the Dragon God. Until now, the Church has hesitated to intrude in our homeland. We can only assume they are making their move. I knew it. They think they're untouchable. No offense is beneath them. That damned Borden. He's not just after our relics. He would silence us forever. Master Adeni, put them to death! Let us see justice served! Wait! Our captives have done nothing to hurt any of the islanders. Why do you hesitate? If they would pervert our dearest beliefs, then they deserve only to be sacrificed. Our livestock are all maddened by disease, our seas are infested with grotesque horrors, and now even our fields lie dead and fallow. The Dragon God must be appeased, else we shall never survive his wrath. It has been our way since time immemorial. When disaster strikes, we offer a sacrifice to the Dragon God that he might ease our woes. It is the most basic of our teachings. Everyone, calm down. All this talk of justice, of sacrifice... Master Adeni, would you see us repeat the tragedy of the past? With all respect, you abandoned your chase for the throne. You returned to your rightful home. Surely you have accepted that our traditions are the only way. Because of your indecision, because you faltered in your faith to the Dragon God, your father and mother both. I will have silence! Master Adeni, please. The sacrifice. We cannot simply suffer in silence. My brother, do not fear. I have just purified myself for the spring. I'm ready to serve as our people's sacrifice. Yufa. I am a priestess. I have known from birth that my life's greatest impact would be as an offering to the Dragon God. Indeed, it brings me great pride. I can serve my village in a way the priestesses in times of peace could not. If our island might be saved, I will gladly give my life for it. Oh, bless you, Priestess Yufa. We will not forget your sacrifice. This will surely appease the Dragon God. You are our last hope. Priestess Yufa, our salvation, our future. Prepare the ship. I will accompany her to the altar in the Dragon Temple, where Dracodios rests. You catch that? The Dragon Temple. Sounds like that's where we'll find our lance. I did a bit of reading on Virga Island once. Army reports say it's surrounded by an archipelago, otherwise uninhabited. And one of them islands is nothing but a massive temple. Not another soul on them? Strange lot, these pagans. Gotta be bloody stupid to build your big important temple out where nobody can get to it.
Could be. Or maybe they weren't the ones who built it. Either way, we'll need a ship. Sounds like we better hurry and bail our new crewmates out. All this stink in the square probably means less guards on duty. Ugh. Come on, Del, we can't leave him high and dry. The fair lady Juna likes him, don't she? And the fair lady's the only one we have to rescue. Awful cold, Del. Not getting attached now, are you? You knew going in they might be our traitors. Look, you want to work together, then let me do the thinking, right? I've got all this under control. Oh. Hey, Del, you're not still hurting from the sea battle, are you? I'm fine. We'll wait till nightfall. Shadowy business, all this. Ich frage mich, was der jetzt wohl hat. Nicht, dass er krank wird oder so? Lady Juna. Let's get those bindings off. Easy does it now. Calm down, you amateurs. Hey, wir haben noch gar nichts gesagt, bist du doof? Oh, thanks. I'd hoped you'd come back for us. We know where the lance is. Let's move. Wait, aren't you going to untie the others? We're your bodyguards, not theirs. What? Since when do you follow orders to the letter? I've already told you we can't trust these people, and now it's clear we can't even trust them to protect you. He did a fine enough job saving your life out at sea. Del! He's one of us now. Lord Luis gave him direct personal orders, and you'd still leave him to die. I promised Lord Luis I'd keep an eye on him too. If you get him killed, I'm the one who's failed. Hear, hear. 3 appropriately stealthy cheers for cooperation. And I'd be very much obliged if some generous spirit could get me untied too. Ugh, better to let a church leech rot. You're annoying, and you talk too much. Haha, I get that a lot. Funny thing though, I get more chatty the more distress I'm in, and I'm quite beside myself here. We could just shut him up permanently. No, Del. We don't want to leave a mess. If things get dicey, we've got some meat shields at the least, eh? Gonna need all the manpower we can get if we want that lance. Is the lance somewhere dangerous? Well, about that. Turns out this dragon god might be a bit more real than we thought, and more bent out of shape. They're sacrificing some village lass to it, and the crowd was scared stiff besides. We can't rule out that this dragon's more than a folktale. Boah, vielleicht ist dieser Drache ja auch ein Mensch. So we're to face a dragon? Well, that's just lovely. Untie everyone this instant. Or do you fancy better chances with fewer swords? Oh, fine, I get it. Just give me a second. Oi, kid. Don't make me regret this. Doch, das werde ich. You pull your weight or I'll make sure you do. Oh, forget it. Seems being captured don't make you less a wise arse. Fine, just get over here and I'll let you loose. Oh, you're going last. Considering the size of the island, there's only the one settlement. The chief's young, too, goes by Edeni or something. Das ist ja der, den wir am Hafen getroffen haben, der den Turmhelm auf hatte. Edeni? Was he not the Mastari candidate we met before? I'd no idea he was this island's ruler. He and the sacrificial maiden are headed for the temple on one of the deserted islands. That's where we find the lance. Oh, and the girl marked for death is his sister. His own sister? Something about appeasing the dragon god's anger. All these islanders worship it, and they say the calamities come from its fury. Is that true? Course not. Just don't know whether all this superstition is rooted around an actual dragon or a made-up one. Fair point. I'm curious about this Draco Dios being a divine relic myself. If it was found in that temple, then the temple's probably an ancient ruin. Might be the perfect den for a dragon. Should this creature exist, mortal sacrifice is beyond all reason. No torment is worth taking an innocent life for. Oh, that's rich from a fallen knight. You think nobody makes sacrifices out there in the real world?
Or is all that below you, eh? You ask me, I say at least these people are doing what needs to be done. Huh, fair enough. Though it would seem beyond the pale, it is not our scale of morality that measures them. Yet I refuse to stand idly by while innocent lives are at stake. Who cares about what they do with their lives? We're here for the lance. Got enough problems without you trying to fix theirs. These people offer up their very lives for peace. They'd only ever told me these lands were wild and uncivilized, but it's like seeing sanctism reflected in a mirror. We'll get the spear, of course, but we won't let anyone die. That should be good enough. We've been saying it since the beginning. We help anyone in need, no exceptions. Right, my friend? Natürlich. Yeah, of course. That settles it. Indeed. 'Tis the path we've chosen. Let us withdraw to the Sea Runner first. It shall bear us across the waters to this temple island. Go on. Give them a chance. Danny. Please, help my sister. Wait, he's... Please help my sister Yufa. The temple full of Makla. Pull yourself together, man. He's barely breathing. Did he just say Magla? We need to get him to the Gauntlet Runner. No, 'tis too deep a wound for its capabilities. To the village, then. What? Are you mad? You just broke yourselves out of that damned place. We cannot leave him to die. I don't understand you lot. No, this could work out for us. He's the island's chief, right? If we save his life, the whole village might come around on us. What are you talking about? We already know where the lance is. All we have to do now is take it. And how about this? I'll follow him because I'm assigned to keep an eye on him. And you have to keep an eye on me. Because you're my bodyguards, right? Fine. Be my guest. But if it comes down to you or the lance, you know I'll have to take the lance. Whatever happens, I can't trust anyone but my family. And my Lord Luis. Well, Batlin, looks like you'll have to repay the favor a bit earlier than expected. Go tell Neurus what's going on. To be honest, it's possible we won't make it back. Getting a bit messy, this. Not that I mind. Consider the favor returned. The Gauntlet Runner's just further down, right? Right. We'll carry this man back to the village. Give me a hand. Where am I? Chief! I'm still alive. You're in one of my spare rooms at the inn. You see, these people brought you here. Wonders never cease. It's you. But you were being hunted. How did you manage to return safely? 2 of my companions acted as decoys to draw the soldiers away. That was all it took for us to sneak in. Chief, what happened? Where is your sister? We made it to the temple, but the air was thick with Magla. Some of the island's beasts have turned feral. You mean the melancholia set in? They made short work of our guards. Yufa and I were separated. I was the only one who fled to the sea. My word. Then we need to gather more troops. If we don't act, the ritual... No. Our soldiers cannot stand against those horrors. We'd only be sending more to their deaths. But... Then we can do the honors. We've our own reasons to see the lance. And such monsters do not frighten us. But there's something I need to ask you first. Assuming we find your sister, what would you have us do with her?
Are we ensuring you complete the sacrificial ritual? Or are we bringing her back? Please, bring her home. When we left for the Temple Island, I'd intended to let Yufa escape. But when I saw no fear or hesitation in her eyes, I faltered. That's when I realized. It's not just the fate of the island that we've placed on her shoulders. She's been trying to bear all our fears and anxieties. Her life is in your hands. Even if her sacrifice would save us, I don't care. Please, save her. From the curse we've placed on her. Okay, das ist wenigstens mal eine vernünftige Entscheidung. Gut, dass sie dann wahrscheinlich doch nicht geopfert wird, wenn wir sie retten. Well said. Spoken like a true leader. Leave it to us. I pledge we will see her safely returned. You've no objections, I trust, Captain? Keine Einwände. Yes. Let's get her back. Right. We're not in the business of abandoning people. Right. We'll save your sister. In return, though, would you be willing to lend us Dracodios? So be it. What? That is the very symbol of our faith. If they've the strength to overcome the Templar's trials, then they could have already taken the lance for themselves. Yet still they seek permission. I trust them. It seems like they really do believe in what they say. But they're not like us. They're outsiders. It doesn't matter what tribe they are. They're people just like us. If the race on the mainland taught me anything, it's that. Wait, it'll take more than a day to save her, right? Not to be morbid, but will your sister survive that long? She knows those halls better than I do. If she's found a safe enough chamber, she can stay out of sight. And I made sure to bring food to the temple when we left. She could survive for even 4 weeks. Yufa is a priestess. She knows her life is too valuable to the ritual not to keep going. Your offenses will be pardoned. Anything you need, I'll try to provide. So please, save Yufa. Well, glad we talked our way out of being thrown back in a cell. This place is rather cozy, especially compared to a prison. To be free of the bugs is its own comfort. Wait, weren't you staying in Broilhaven? What kind of rundown hovels do you board in? Finally, we may come and go as we please. Even if we must bow to Luis's whim, we need not draw the same ire. I know, right? But lifting the prince's curse will only be the beginning. The public has to recognize him as the rightful king too. Considering the road ahead, it might do to help as many people as we can while we hunt the lance. And ideally, keep the other candidates in check too. All done with negotiations, are you? I don't know what we'd do without you. It's amazing how you can lead those guards on such a long chase and turn up none the worse for wear. Ha! No one alive can catch a couple of platypus lads in the woods. Our job's to get the lance. I assume that hasn't changed? Then nothing else matters. Well then, let's lay out our situation. Our destination is the Dragon Temple, built on a nearby deserted island. Once there, we search the temple for the divine relic, Dracodios. And while we're in there, we'll also be looking for the village priestess, Yufa. The hell we will. I thought we made it clear we were here for the lance. According to Edeni, the lance's actual place in the temple is a close-guarded secret, known only to the priestess herself. Never simple, is it? We've got 2 problems to worry about. Firstly, by now, the temple's positively awash with melancholia. We should expect monsters, and lots of them. And secondly, there is a possibility that this dragon god of theirs is an actual living, and therefore angry, dragon. Hope we don't have a battle like that ahead of us. But we'd better make sure we don't lose if we do. And be quick about it, yeah? If you miss your deadline, Lord Luis will assume you're all traitors. That puts our deadline in 17 days. Beyond that, we can't say if the priestess would survive. Your pardon? You all, you're going to save Priestess Yufa?
Wouldn't have to if you hadn't sent her to die. Yes, I know. You're exactly right. But you have to understand, not everyone here wanted sacrifice. To see a girl her age going willingly to die. She's as young as my own child. It's not right. We will see the girl safely home. You have our word. Tis a strange irony. We came only for the lance, but even that pursuit has earned us a chance to save a life. Oddly familiar. You sought me intent on capture, and instead convinced me to join you. You have a knack for opening doors others have closed. Well, let's get some rest for tomorrow. Getting lost in the wild and captured by soldiers really takes it out of you. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Darf ich den jetzt wenigstens speichern? Das wäre mal eine coole Sache. Ah, perfekt. Ich frage mich, was für ein Ort der Drachentempel ist. So. So, und dann schauen wir uns nachher mal in der Stadt um und gucken, was es hier alles so zu entdecken gibt.